Elefanten in Asien. Sie faszinieren die Menschen seit Jahrtausenden. Zoos bringen sie auch uns in die Nähe. Und wo sie frei leben, kommen sie heute den Menschen zu nahe. Wir zeigen heute, wie es ihnen geht. Was mit ihnen passiert. In Asien und bei uns im Zoo. Eine Reportage, wie Elefanten leben in zwei Welten. Elefanten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sagen Ihnen die etwas? Dass wenigstens kleine, herzige Elefanten ganz einen Haufen Leute etwas sagen, das beweist das Plakat hier, das von der Zoo Zürich wirbt. Und auch der Knie Kinderzoo in Rapperswil hat einmal mit einem kleinen Elefantchen geworben. Und hier werfen dann auch Kritiker von zoologischen Gärten der Zoo vor, dass sie Tiere gefangen halten, um das grosse Business zu machen. Auch die Medien profitieren immer wieder von kleinen, herzigen Tieren, vom kleinen Elefantchen Ruwani bis zum tragischen Eisbärknut. Und auch wir bei Netz Natur nehmen uns hier nicht aus, denn die kleine Ruwani hat uns ganz sicher geholfen, auf unsere heutige Sendung aufmerksam zu machen. Aber wie leben eigentlich Elefanten in einem Zoo, wenn man das mit ihren wilden Artgenossen in den Heimatgebieten in Asien vergleicht? Um das geht es in der heutigen Sendung. Wir haben für Sie den Alltag von Elefanten beobachtet. Einerseits im Zoo und andererseits in zwei Gebieten, wo sie heute noch natürlich vorkommen. Wir nehmen Sie mit zu einem besonderen Beobachtungstag. Einerseits in Zoo Zürich, wo eine der weltweit modernsten Anlagen für asiatische Elefanten seit 3 Jahren in Betrieb ist, und in einem Waldgebiet in Thailand. Und auch immer wieder nach Sri Lanka, wo heute noch ein wesentlicher Teil der asiatischen Elefanten lebt. Zuerst aber geht's nach Thailand. Am Morgen, kurz nach der 6, wenn der tropische Wald mit seinen vielen geheimnisvollen Geräuschen verwacht. Im Wald von Kaeng Krachan, im grössten Nationalpark in Thailand, 160 Kilometer südwestlich von Bangkok, kurz nach der 6. Ein vielstimmiges Konzert mit hellen Riefen von Gibbon, einem Solist, einem Bankiwa-Gückel und jeder Menge Vögel und Insekten. Ein Team von Netz Natur, dort Isabella Sedivi, gut geführt und beschützt von Nationalparkwächtern und vom Thongbai Charoendong, wo hier vor Ort Projekt für die amerikanische WCS betreut. Die WCS, Wildlife Conservation Society, hat hier in Thailand ein Artenschutzprojekt mit den Elefanten. Auf einem zweiten Beobachtungsposten mit der Kamera Nicole Schneider, die für ein Zoo Zürich schafft, wo hier das WCS-Projekt für die Elefanten unterstützt. Die Elefanten sind zwar hier, man sieht das an den Bäumen, die sich bewegen, aber filmen lassen sie sich nicht an diesem Morgen, an dem einen Schauplatz von unserer Sendung. Noch nicht. Morgen am 7. Uhr. Über 9000 Kilometer nordwestlich von Kaeng Krachan in Thailand, in Zürich. Auch hier im Zoo gibt es Elefanten, in einer Anlage, die gleich heisst wie der Nationalpark Thailand, Kaeng Krachan. Der Arbeitstag der Elefantenpfleger fängt speziell an. Hunderte Kilo Futter stehen parat. Und damit sie es zu tun haben bei der Futtersuche, werden hier Pellets in Kugeln abgefüllt. Die müssen die Elefanten bewegen mit dem Rüssel, sodass die Pellets noch aus den Löchern rausfallen. Ein Teil von dem, was 8 asiatische Elefanten brauchen im Tag. Ein Erwachsener frisst etwa 150 Kilo. Zuerst aber wird geputzt. Die alten Futterreste, die die Elefanten ungefressen und gefressen liegen lassen.
Und damit sie das Futter suchen müssen, ähnlich wie draussen in der Natur, versteckt das Pflegeteam eine Haufen Portionen auf vielfältige Art überall auf der Elefantenanlage. Aus diesen Kästen können die Elefanten das Futter aus Löchern von der Anlage her noch dies noch mit dem Rüssel rausgrübeln. Hier müssen sie die Früchte mit dem Rüssel zwischen den Nesten suchen. Wenn alles parat ist, lässt man die ersten Tiere aus dem Schlafabteil auf die Anlage. Das ist der Maxi, der grosse Bulle, der 48 Jahre alt ist. Der Pfleger Carlo Cartomen hat im Store vom Schlafabteil aufgemacht. Schnurstracks marschiert der Maxi zu den ersten Löchern, wo hinten dran in einem Kasten Futter versteckt ist. So grosse Stosszenen haben bei den asiatischen Elefanten nur die Bullen. Bei den Weibchen und auch einem Großteil der Männchen sind sie winzig oder sie fehlen ganz. Dann kommt im Rückwärtsgang der Thai. Der junge Bulle signalisiert so, dass er Maxis Futter nicht streitig machen will und mogelt sich an ihm vorbei. Die beiden zusammen bilden meistens eine Zweiergruppe, während draussen in der Natur, wo die Bullen oft in eigenen Härten umziehen. Der Elefantenpark hat 3 Aussenkäge, die das Pflegeteam 4 bis 5 Mal am Tag immer wieder mit anderen Elefanten besetzt. Unter diesem speziellen Dach, wo das Licht- und Schattenspiel vom Tropenwald am Boden simuliert, gibt es nochmal 2 grosse Käge. Mischa, das 3-jährige Elefantenmädchen, stürmt ungeduldig aus dem Schlafabteil und schnappt sich aus dem Loch schon einmal etwas Feins, bevor ihre Altmutter Indi und ihre erwachsene Schwester Chandra reinkommen. Auch die zwei ziehen sofort zu dem Versteck, wo das Futter drin hat. Mit sonnigen Quietschlaut kommunizieren die Elefanten in der Gruppe. Die Tochter bettelt bei der Mutter und schaut, ob sie ihr mit dem Rüssel etwas aus dem Maul stibitzen kann. Auch hier Heu portionenweise zum Rausknübeln. Nicht auf einem Haufen zum einfach reinschaufeln. Die Elefanten sind beschäftigt. Gut, hast du Truvani? Die Logistik zum 3 Elefantengruppen in 3 Aussenkäge, 2 Innenkäge und 4 Schlaf- und Managementabteile ummanövrieren. Und das ist wahrscheinlich im Moment die Hauptattraktion vom Zürcher Zoo. Truvani, die Ende Februar auf die Welt gekommen ist. Wie werden Sie noch sehen? Sie hat einen unglaublichen Charme. Und die 10 steht in Thailand die Sonne schon ziemlich hoch über dem Wald. Unterwegs mit einer Patrouille von der Wildhirten vom Nationalpark an der Parkgrenze, wo Elefanten aktiv sind. Die Elefanten selber sieht man nicht. Die Ranger bekämpfen militärisch die Wilderei im Park. Heute aber haben sie die Aufgabe, die Spuren der Elefanten aufzunehmen. So lässt sich der Bestand des Parks einigermaßen überwachen. Dieser Ort am Reservoirsee ist offensichtlich intensiv von Elefanten genutzt. Auf den austrampelnden Pfad, die flachen Fußabdrücke. Und hier ein Kratzbaum, der ziemlich mitgenommen aussieht. Das ist Alle diese Spuren werden mit den GPS-Positionen aufgenommen. Das erlaubt eine Schätzung der Herdengrössen und liefert auch Informationen, welche Elefanten da sind. Fressspuren an den Pflanzen. Hier haben sie lehmfrei geschart, um sich mit Mineralien zu versorgen. Fußabdrücke im Sumpf.
Aus Sicherheitsgründen und zum die Elefanten nicht aufschrecken, schleicht sich unser Team hier nicht auf Sichtdistanz an die Härte. So bleibt sie diskret versteckt. Gelegenheit für einen Standortwechsel nach Sri Lanka, wo heute noch rund 6000 wilde Elefanten leben. Das Biologenpaar Prutu Fernando und Jenny Pastorini, eine Schweizerin, gilt international als Expertenteam, wenn es in Asien um Elefanten geht. Sie haben eine kleine Organisation zum Studium und zum Schutz von Elefanten gegründet und arbeiten mit Universitäten zusammen, auch mit Zürich. Ihr Team gehört zu den wenigen, die Elefanten intensiv mit Radiosendern beobachtet haben. Wir haben Jenny Pastorini als Beraterin für die Sendung extra eingeladen nach Zürich. Und sie hat uns spannendes Videomaterial mitgebracht. Wir haben in Thailand am Tag keine Elefanten gesehen. Was machen die Elefanten am Tag? Das sind wahrscheinlich Elefanten, die mit Menschen in Konflikt kommen. Und solche Elefanten verstecken sich am Tag in einem Gestrüpp oder in einem Waldstück verstecken. Und kommen dann erst zur Nacht raus. Und in der Nacht gehen sie dann fressen, laufen zum nächsten Waldstück, gehen Wasser trinken. Das wird alles in der Nacht gemacht. Und wenn sie nicht in den Wald zurückgedrängt werden, was machen sie den tagsüber? Das kann man sehr gut in Nationalparks beobachten. Also, dann machen sie eigentlich am Tag alle ihre Aktivitäten machen. Also, sie gehen Wasser trinken und dann sieht man, wie sie baden und Spass haben. Und dann kommen sie raus, machen ein schönes Staubbad. Und nachher gehen sie zu einem dicken Baumstamm, der gerade in der Nähe ist, und kratzen sich noch schön. Und man sieht manchmal die Jungtiere miteinander spielen. Und die jüngeren Bullen ein bisschen miteinander wresteln. Aber was man vor allem sieht, Elefanten sind eigentlich recht langweilig. Sie sind immer am Fressen. Sie ein bisschen fressen, laufen ein paar Schritte, wieder ein bisschen mehr fressen. Sie sind immer am Fressen. Und das kann man gut beobachten. Also so im Nationalpark so bis am 10, 11 und dann wieder vom 2, 3 an sind die Elefanten unterwegs. Mitten im Tag, wenn es wirklich, wirklich heiß ist, dann stehen sie auch irgendwo unter einem Baum im Schatten. Und sie sind schüch tagsüber? Also Elefanten im Nationalpark sind eigentlich nicht schüch den Menschen gegenüber. Da kann man mit dem Auto sehr nah an sie heranfahren. Und wenn man so parkiert ist, kommt es auch vor, dass die Elefanten gerade 2, 3 Meter vor dem Auto über die Straße laufen. Die sind sich an Menschen gewöhnt. Das macht ihnen nichts. Kein Konflikt. Also haben sie auch kein Problem. Ja. In Zürich gibt die Pflegerin Sabrina Markzahl mit dem Schluchsignal zum Baden. Am Morgen um 10 Uhr ist bei den Elefanten Badetraining angesagt. Die kleine Mischa ist eine regelrechte Wasserratte. Die Mutter Indi und die erwachsene Schwester Chandra sind mehr an den Äpfeln interessiert als am Bad. Ganz anders die Farah, bevor sie Mutter geworden ist. Sie ist regelmäßig ganze Runden geschwommen. Einmalig, dass man Elefanten so live sehen kann. Nach dem Badetraining lässt Sabrina Markzahl die Familie von der Indi auf eine der Anlagen voraus. Hier die nächste spannende Szene. Der Geruch der Elefantenböllen sorgt für Emotionen. Sie sind wie eine Visitenkarte und verraten, was sie liegen lassen hat. Je nachdem ist die Reaktion erfreut oder verärgert. Diese Emotionen hört man. Aber Elefanten kommunizieren auch mit Infraschall, wo wir Menschen kaum oder überhaupt nicht hören. Mit dem Tontechniker Martin Reich, der seit mehr als 20 Jahren zusammenarbeitet mit Netz Natur, wollen wir genaueres wissen, was die Elefanten zu sagen haben. Uns interessiert, was bei den sehr tiefen Frequenzen abgeht. Der Martin Reich zeichnet hier für uns solche Frequenzen auf. Der Tierpfleger Turi Kehl arbeitet schon seit fast 30 Jahren im Zoo und kennt Maxi seit Jahrzehnten. Die beiden verbinden eine besondere Beziehung.
so tiefen Tönen mit hörbaren und unhörbaren kommunizieren Elefanten mit Bekannten. Das hat man vor 30 Jahren im Zoo entdeckt. Wir wollten vom Turi Kehl natürlich wissen, was ihm der Maxi gesagt hat. Mit dem will er wahrscheinlich mit mir kommunizieren, also mit mir oder mit den Elefanten natürlich. Was genau das ist, was er will mit mir kommunizieren, kann ich nicht sagen. Wie ist mir noch zu weit? Ich weiss einfach, er hat so einen speziellen Bettelruf, es ist ein heller, höherer Ton. Da wüsste man, hallo, ich brauche etwas Futter. Er macht zwar viel, wir bringen ihm nicht jedes Mal Futter. Da weiss ich, was er will. Und sonst, wenn er so brummelt, dann weiss ich, fühlt er sich wohl bei mir, warum auch immer. Keine Ahnung, ob es meine Stimme ist, weil ich so eine tiefe Stimme habe, oder meine Ausstrahlung. Keine Ahnung, also ich geniesse es und er geniesst es auch. Wenn er die Geräusche von sich gibt, spürt man auch etwas? Wenn er als ganz tiefe Töne macht, also richtig laut tiefe, dann spüre ich schon leicht etwas. Ja, das ist einfach faszinierend. Macht er nicht viel, aber wenn er es macht, dann ist es ja genial. Besser wie ein Harley. Sagt der passionierte Motorradfahrer. Und hier sind wir wieder in Thailand, bei den Leuten, die die Elefanten weniger faszinierend finden. Eine Ananasplantage im Kheng Kachan-Gebiet. Das Naturteam begleitet die Leute von der Schutzorganisation WCS zu den Bauern, die hier Ananas anpflanzen. Sie haben Schäden von den Elefanten aus der letzten Nacht. Die WCS nimmt solche Schäden auf und zahlt den Bauern elektrische Alarmhäke und auch Knallpetarden, um die Elefanten aus den Pflanzungen zu verjagen. Die Schäden selber werden den Bauern aber nicht vergütet. Die Elefanten haben ziemlich gewütet wegen einer Panne. Ein Haufen Ananas sind verloren. So gross werden sie, wenn sie die Elefanten nicht von den Pflanzen brechen, sagt der Sprecher der Bauern. Der Leiter des WCS-Projekts, der die Massnahmen vom Konflikt zwischen den Menschen und den Elefanten koordiniert, der Thongbai Charoendong, beschreibt den Elefantenschaden. Etwa 550 Schweizer Franken in einer Nacht. 20,000 Baht. Lot one night. Die Ananas ist schon parat für auf den Markt. Die allerdings, die ist verloren. Und das ist der elektrische Hag ums Feld, der einen Alarm auslösen soll, um die Wächter zu wecken, die bei den Feldern schlafen. Dann, wenn die Elefanten durchbrechen. So tönt der Alarm, wenn er funktioniert. Dann rücken die Wächter raus und was dann passiert, zeigen wir gegen Schluss dieser Sendung. In der letzten Nacht hat der Hag nicht funktioniert, weil die Batterie kaputt war. Die Wächter haben die Elefanten erst gehört, als sie schon auf den Feldern waren. Immerhin, ein paar Ananas gehen auch an diesem Tag auf den Markt. Ein typischer Dorfmarkt wie 100 andere im Gebiet des Nationalparks, wo die Bevölkerung die frischen Lebensmittel kauft, die man täglich braucht. Auch die Elefanten sind präsent, wenn auch vorläufig nur auf Stoff. Und dort zeigt sich eine Eigenheit der Religion. Buddhisten glauben, dass es gut ist für ihr Karma, wenn sie anderen Lebewesen etwas Gutes tun. Und darum ist das Füttern von Tieren in Thailand weit verbreitet. Auch das Füttern von Wildtieren an der Strasse über Land mit Früchten. Auch von Elefanten. Schilder weisen zwar darauf hin, dass man kein Futter deponieren soll, denn das lockt Elefanten zu den Strassen und schafft immer wieder kritische Situationen. Das Gleiche ist auch in Sri Lanka ein Problem, wo gewisse wilde Elefanten, wenn ein Zöllner auf der Strasse warten, bis sie eine Frucht bekommen. Und bei diesem Tuk-Tuk-Fahrer ist schwer zu sagen, ob er mutig oder einfach dumm ist. Auf jeden Fall sind Elefanten in den Religionen der Buddhisten und der Hindu so wichtige Tiere, dass sie bei den Leuten einen Sonderstatus haben. Auch wenn Begegnungen mit gewissen wilden Elefanten alles andere als harmlos sind. Jenny Passorini, was ist ein Problemelefant? Ein Problemelefant ist ein Elefant, der den Menschen ein Problem verursacht. Und das ist
Einerseits Elefanten, die Häuser kaputt machen. Und das ist meistens, weil irgendein Sack Reis oder so etwas in der Küche gelagert wird. Die Häuser sind nicht sehr stabil gebaut. Der Elefant schmeckt das von weitem, dann kommt er in der Nacht und bricht einfach durch die Wand durch in die Küche und holt sich den Reissack raus. Und das andere Problem sind Elefanten, die den Bauern in die Felder gehen. Sie gehen den Reis fressen oder den Kürbis oder was auch immer gerade abbauen wird. Und es kommt auch vor, dass die Elefanten in die Gärten der Häuser gehen und Bananenstuden ausreißen oder ganze Mangobäume umtun oder junge Kokospalmen fressen. In Sri Lanka haben wir eigentlich Glück, dass es vor allem einzelne Bullen sind, die das machen. Die Herden mit den Jungtieren sind scheucher gegenüber dem Menschen und gehen eigentlich nicht in die Dörfer rein und auch seltener in die Felder. Vor allem, wenn Leute dort sind, die das Feld bewachen. Da kommen die Herden in Sri Lanka nicht. Während man jetzt aber zum Beispiel in Indien hat es auch grosse Herden, die in die Felder gehen. Also dort haben sie noch mehr Probleme. Was passiert denn mit diesen Bullen, die Schäden stiften? In Sri Lanka ist mir seit etwa 60 Jahren ist die Idee, dass man all die Elefanten nimmt und in den Nationalpark tut, einen Haken drumherum tut. Und die Idee ist auch, dass im Nationalpark das Habitat für die Elefanten ja sowieso perfekt ist. Der Nationalpark hat Wald und ist geschützt und es gibt doch nichts Besseres. Aber das Interessante ist eben, dass Elefanten eigentlich viel lieber Habitat außerhalb der Park haben. Was sie speziell gerne haben, sind Gebiete, wo die Leute kommen, schneiden den Wald ab, brennen alles ab und dann pflanzen sie für 1-2 Saisons Gemüse abpflanzen und dann ziehen sie weiter die Leute. Und dann wächst ein Haufen Gestrüpp nachher. Und das Gestrüpp, das ist Futter in Rüsselhöhe. Elefanten lieben das. Die gehen dort rein und fressen. Und das ist für sie am besten. Und in solchen Gebieten ist die Elefantendichte auch viel höher als zum Beispiel im Nationalpark in einem hohen Wald, wo das Futter nur hoch oben in den Bäumen ist, wo die Elefanten gar nicht hinkommen. Also von dem her hat es eigentlich außerhalb der Park sehr viele Elefanten. Jenny Pastorini und ihr Mann Putu Fernando probieren in Sri Lanka den Konflikt zwischen den Menschen und den Elefanten zu reduzieren. Sie reden mit den Bauern und lassen sich an konkreten Fällen Probleme mit den Elefanten schildern. In buddhistischen Ländern will man zwar auch bei Problemen keine Elefanten schießen, aber zum Umsiedeln von unbequemen Individuen gibt es einen Haufen Fragezeichen. Wie funktioniert das, wenn man so einen Problemelefant einfangen muss? Zuerst gibt es irgendwo kaputte Felder oder ein Haus ist kaputt. Vielleicht ist sogar jemand von einem Elefant getötet worden. Die Leute protestieren und dann wird das Wildlife Department gerufen. Dann kommen etwa 20 Leute und suchen den Elefant. Und dann wird er mit einem Betäubungsgewehr narkotisiert. Dann liegt er am Boden und dann kommen sie und binden ihm um alle Füße um ein dickes Seil binden. Dann wird er wieder halb aufgeweckt, dass er aufstehen kann. Und dann kommt ein Lastwagen. Dann tut man das Seil durch den Lastwagen durchziehen. Und durch das wird dann der Elefant in den Lastwagen hineingezogen. Und wenn man dann mal drinnen ist, dann tut man das Seil anbinden, Klappe zu und dann wird er in den Nationalpark gefahren. Dort Klappe wieder auf, Seile durchschneiden und dann kann der Elefant in den Park hineinlaufen. Und was passiert dann? Das ist eben die Frage. Das haben wir uns auch gefragt. Wir haben dann so GPS-Sender solchen Elefanten angelegt und haben geschaut, was genau das die überhaupt machen, nachdem sie freigelassen werden. Und wir haben das bei 12 Elefanten gemacht und wir haben gesehen, dass alle sofort zum Nationalpark ausgelaufen sind. Also die sind nicht dort im Park geblieben, die sind alle raus. Und wir haben dann mit dieser Studie auch gesehen, dass 5 von diesen 12 Elefanten sind gestorben. Also denen sind Unfälle passiert oder sie sind abgeschossen worden. Und was eben leider auch passiert ist, dass die 12 Elefanten haben 5 Menschen getötet. In Sri Lanka gibt es im Jahr um die 50 Todesfälle mit Elefanten. In Indien zwischen 100 und 200. Oft sind bei so Fällen umgesiedelte Elefanten involviert. Sie sind gestresst, kennen sich am neuen Ort nicht aus und wissen auch nicht, wie sie ohne Ortskenntnis Begegnungen mit Leuten vermeiden können.
Und hier hat ein wütiger Dorfbewohner einen Elektrohag mit der Starkstromleitung zusammengesteckt. Das Resultat: 4 tote Elefanten. Ein Konflikt, was auf beiden Seiten Tote gibt. Von dem her ist es auch für die Menschen eine sehr gefährliche Sache, die Elefanten zu translozieren. Das Umsiedeln von diesen Problemelefanten ist also eine schlechte Lösung. Was wäre denn eine gute Lösung? Die beste Lösung für die Elefanten und auch für die Leute ist, wenn man die Elefanten dort behalten, wo sie jetzt sind, in ihrem Heimatgebiet. Und dass das möglich ist, müssten die Leute Häge um ihre Dörfer machen und die Bauern müssten ihre Felder einzäunen. Also statt dass man irgendeinen Hag irgendwo an einem Nationalpark hat, hat man ihn dort, wo er nötig ist. Und durch das müssten sich die Leute nicht mehr sorgen und die Elefanten könnten weiterhin all das Gebiet außerhalb der Park auch mit benutzen. Im Kengkachang-Gebiet in Thailand sieht man das anders. In einem Projekt, das auch vom Zoo Zürich unterstützt wird, baut man einen soliden Elefantenhag an der Nationalparkgrenze. Das Netz-Natur-Team besucht den Hag und der WCS-Projektleiter der Tongbay Charoendong erklärt Nicole Schneider, wie die Barriere funktioniert, die Dörfer und Kulturen neben dem Park schützen soll. Aufnahmen von Überwachungskameras von der Schutzorganisation. Sie zeigen, dass der Hag zwar leidet ab und zu, dass er aber im Großen und Ganzen die Elefanten zurückhält. Das Projekt steht erst am Anfang. Der Bau von so einem Hag ist aufwendig und teuer. Ein Elektrohag wie in Sri Lanka kommt hier nicht zum Einsatz. In der WCS-Zentrale zu Palau erklärt der City Chai Chinamoy der Nicole Schneider, was das Problem liegt mit den Elefanten. Die roten Punkte sind Schäden in den Feldern, die gelb-schwarze Linie die Grenze zum Park. Das Landwirtschaftsgebiet wird vom Park umschlossen. Und dort die Größe der Gruppe der Elefanten, manchmal mehr als 20, die hier beobachtet werden. Wie in Sri Lanka sind die produktiven Zonen der Menschen attraktiv. Der massive Hag von vorher soll die ganze Parkgrenze im Osten der Siedlungszone gegen die Elefanten sichern. Ob es dann, wie in gewissen Gebieten Sri Lanka, wird Probleme geben, weil die Elefanten im Nationalpark nicht genug Futter finden, wird sich zeigen. Im Moment gibt es den Hag erst an gewissen Stellen und die Elefanten sind jede Nacht unterwegs zwischen den Siedlungen. Die Bauern stellen im Milizsystem Nachtwachen, um ihre Felder zu schützen. Hier zeigt uns ihr Sprecher stolz eine Knallpetarde, die sie mit Steinschleudern zur Nacht gegen die Elefanten spicken. Hier schläft die Eingreiftruppe und um die Felder gibt es Alarmhäge, die anfangen zu heulen, wenn die Elefanten den Stromkreis unterbrechen, wenn sie dann funktionieren. Neben allen diesen Demonstrationen in Thailand, wenn man die Elefanten von den Menschen vertreiben will, auch zu ihrem Schutz, informiert man im Zoo Zürich über das Projekt im Kengkachang-Gebiet. Am Nachmittag gibt es auch eine Demonstration für das Publikum über das Elefantentraining in der neuen Anlage. Das Pflegeteam rief die Elefanten an den fallischen Hag, wo er ein Kedder, einem Kral für Elefanten nachempfunden ist. Alles ist freiwillig. Von der Dressur, wo die Elefanten folgen müssen, ist man umgestiegen auf Motivationstraining mit Futter. Das Pflegeteam geht nicht mehr früher zu den Elefanten rein und muss darum nicht mehr autoritär auf dem Gehorsam bestehen. Warum Tomisha lernt, den Fuß aufzuheben, das sieht man hier. Es braucht immer wieder Pediküre, aber ein bisschen weniger als noch im alten Keg. Die Elefanten laufen mehr im neuen Park. In den funktionalen Boxen von dem sogenannten Management-Trakt hinter den Kulissen macht man auch medizinische Behandlungen. Das Vertrauen der Elefanten ist durch das Training so groß, dass sie sogar freiwillig ans Gitter kommen, um sie an den Ohrenvenen pieksen zu einem Blut abnehmen. Man überwacht ihren Gesundheitszustand sehr genau, weil man schon junge Elefanten durch aggressive Herpesinfektionen in der Zoo, beim Knie und auch hier tragisch verloren hat. Nach einer neuen Studie ist zurzeit vor allem die kleine Ruvani gefährdet. Darum nimmt man für die Herpesüberwachung Schleimhautabstrich aus den Müllern der Elefanten. Auch Tuberkulose kann bei den Elefanten vorkommen.
Man weiss von Arbeits- und Tempelelefanten in Asien und auch von Tieren im Zoo, dass sie Träger sein von TB-Keimen und die auch manchmal übertragen. Spielungen vom Rüssel macht man regelmäßig, um Herpesviren oder allenfalls TB-Bakterien frühzeitig erkennen. Die Elefanten machen diese Prozeduren alle locker mit. Für sie ist das spielerische Unterhaltung. So gesundheitliche Herausforderungen sind typisch für Tiere, die noch bei Menschen gehalten werden, wenn der Raum beschränkt ist. Bei Elefanten, die frei leben, sind Probleme mit Herpes oder TB kaum bekannt. Und damit wieder zurück zum Alltag von wilden und Zoo-Elefanten. Bei diesem Bullen auf Sri Lanka sieht man deutlich, dass er Appetit hat auf eine Kuh. Und sie auf ihn. Es wird geschmeckt und gefummelt mit den Rüsseln. Und die gleiche Szene in Zürich. Chandra macht dem Thai unzweideutige Avancen. Der kleine Schwester Omisha stinkt ein bisschen. Sie spielt zusammen mit dem Thai. Obwohl seine Schläfendrüsen trocken sind, er also keinen Hormonschub hat, keine sogenannte Mast, die typisch ist für die Brunft, ist er offensichtlich zu haben für das Techtelmechtel. Und das Briefen vom Uringeruch von der Chandra, für das steckt er den Rüsselspitz ins Maul, scheint vielversprechend. Und so werden im Zoo bei den Elefanten Kinder ganz natürlich und überdeutlich in Flagranti aufgeklärt. Auch mir sind so vor 5 Jahrzehnten im Basler Zolli bei den Elefanten die Schuppen von den Augen gefallen. Zwar trifft der Thai heute bei der Chandra nicht. Und ob sie das lustig findet, ist nicht überliefert. Auch die Farah, das Weibli von der anderen Gruppe, hat vor 2 Jahren der Thai als junger Schnufer mit allen Mitteln gestalkt. Es hat eine richtig kitschige Romanze gegeben, mit gemeinsamem Duschen. Die Farah hat beim Thai, wo liegt, nichts unversucht gelassen. Ihre Gruppe mit der alten Mutter Chaila vertreibt sich überhaupt nicht mit der Familie von der Indi, der kleinen Omisha und der Chandra. Darum müssen die beiden Weibli-Gruppen immer getrennt sein. Nicole Schneider dokumentiert seit Jahren mit der Kamera das Verhalten von diesen Elefanten. Die beiden Bullen, der Maxi und der Thai, werden getrennt zu den beiden Gruppen gelassen und sorgen, wie Figura zeigt, ausgiebig für Beschäftigung. Wie macht man so einen Grünschnabel verständlich, was man von ihm will? Schließlich hat er es begriffen und hier dann auch offensichtlich bereicht. 22 Monate später, am Morgen früh, die Handyaufnahme vom Pfleger Sven Fessler, der gerade Dienst hatte. Die Geburt von einem jungen Elefantli. Wenn sie Mieter werden, sind sie furchtbar aufgeregt, wenn das Kleine rausgefallen ist. Sie drehen sich um und gingen das Baby häufig, was für uns unglaublich grob aussieht. Dann kommt Chaila und drängt ihre Tochter Farah vom Neugeborenen weg. Nach ein paar Momenten beruhigt sich alles. Die beiden beobachten dann aus Distanz, wie das Kleine aufsteht. Und da sind sie wieder, die infratiefen Brummeltöne, die die Elefanten bei besonderen sozialen Gelegenheiten vor sich gehen. Und das sind Bilder von der Nicole Schneider, die ersten Schritte von der kleinen Ruvani in ihr Elefantenleben. Von diesen aufregenden Momenten im Zoo wieder in den Wald nach Thailand. An der Grenze zum Nationalpark versteckt sich der Tierfotograf Ratapon Kaichit im Tarnzelt, um die scheuchen Kenkachan-Elefanten für Netz Natur aus der Nähe zu filmen. Unser Team aus Zürich filmt sie von weiter weg vom Wasser her.
Am Abend, kurz vor der Dämmerung, kommen die Elefanten endlich an Reservoirsee zum Baden. Hier eine Bullengruppe, die auf eine Weiblegruppe stößt mit Jungen, die bereits am Planschen ist. Ganz ohne Aufregung gehen so Begegnungen allerdings nicht. Nach dem Bad im Wasser dann das obligate Staubbad. Und dann geht es zum Futter. Gras wird mit den Wurzeln ausgerissen und den Tarten abgeschüttelt zum Fressen. Bullen und Kühe mit kleinen Elefanten nicht weit voneinander. Fast wie im Zoo. Um die 4 ist die Aussenanlage neu bestückt mit vielen Leckerbissen. Und Farah mit der kleinen Ruvani und ihrer Mutter Jayla gehen auf Futtersuche. Die Gelegenheit für die Besucher, zum die Elefanten aus nächster Distanz zu erleben. In der hochmodernen Leitzentrale vom Elefantenpark macht der Kurt Amacher die letzten Programmierungen für die Futterautomaten, die den Elefanten auch durch die Nacht verteilte Futterportionen spenden. Wenn alles okay ist, kann er in Feuer oben. Das Team hat ja schon am 7. angefangen zu arbeiten. Ein Moment für ein Gespräch von der Barbara Gollwitzer mit dem Zürcher Zoodirektor Alex Röbel über das Ziel dieses Elefantenparks. Wir versuchen hier, unsere Elefanten naturnah zu halten. Das heisst so, dass sie ihr Verhalten ausleben können, wie sie das in der Wildnis auch machen. Also entsprechend auch ihre Distanzen zurücklegen, entsprechend ihr Futter suchen, entsprechend können ihr Sozialleben leben. Das haben wir versucht, mit dieser Haltung in dem Elefantenpark umzusetzen. Was sagen die Zookritiker, die sagen, dass die Elefanten in Gefangenschaft leiden? Ich bin überzeugt, dass unseren Elefanten da sehr gut geht. Wir halten sie nach modernsten Erkenntnissen besser, als man jedes Haustier halten kann. Wir forschen im Zoo, um die Haltung zu verbessern, aber wir setzen unsere Mittel auch in der Wildnis, um die 200 letzten wilden Elefanten dort zu erhalten und arbeiten sehr eng mit der Bevölkerung dort zusammen, mit Experten vor Ort. Das sind nicht wir alleine. Und ich bin überzeugt, dass man nur bereit ist, die zu schützen, wie der Babadier das gesagt hat, wenn man sie liebt. Und lieben kann man die nur, wenn man es kennt. Und man kennt es nur, wenn es einem jemand beigebracht hat oder wenn man es irgendwo erlebt und gesehen hat. Das Nachtleben von Zürich einmal ganz anders. Es hat nur schwaches Mondlicht und unsichtbares Infrarotlicht zum Filmen. Die Elefanten in Zürich träumen. Und man hört noch anders. Unter dem gleichen Mond, 9000 Kilometer weiter im Südosten, der Marktplatz an der Nationalparkgrenze, wo am Tag so viel Betrieb war. Vom Markt am Tag hier die Reste, nicht nur aus Bequemlichkeit, sondern zum guten Teil extra liegen lassen für die Tiere als gute Tat fürs Karma. Und das Leben um den Marktplatz in der Tropennacht voraus. Plötzlich gehen die Hunde an. Ein grosser Elefantenbulle, der genau weiss, wo er etwas findet. Stellen Sie sich vor, was es bei uns bei so einem Tier im Dorf für ein Theater gibt. Und noch ein verrücktes Detail. Die meisten Hunde verbellen die Elefanten, aber unter dem Tisch nähert sich ein vorsichtig freundlich. Offenbar ein Freund vom Elefant.
Fasziniert filmt das Netznaturteam diese eindrückliche Szene. Die Strassenhunde motzen immer wieder. Außer dem einen, der seinen grossen Freund unter den Stand begleitet. Seelenruhig sammelt der Elefant die Reste ein vom Markt. Eine gratis Putzenkippe. Die Besitzerin von einem Haushaltsgeschäft gerade neben dem Elefant schaut skeptisch unterführen. Das kann man verstehen. Dann dreht der geisterhafte Besucher ab. Lautlos, wenn er gekommen ist. Sein Freund schaut ihm wehmütig nach. Und dann gibt es Action. Die Leute haben das Elefantenpique von den Nationalparkranger gerufen. In den Gärten hinter den Häusern hat es einen grossen Elefant. Schnell ist er entdeckt und es fliegen Knallpetarden, um ihn zu vertreiben. Die Szenerie ist unheimlich. Es hat nur an der Hauptstrasse Licht, nicht überall wie bei uns. Es gibt gemütlicheres als ein Elefant, der in völliger Dunkelheit den Garten hinter dem Haus besucht. Auch bei den Feldern heult der Alarmhagel los. Elefanten haben ihn ausgelöst. Der Bauer, der am Feldrand schläft, ruft nach Verstärkung über Funk. Die Elefantenabwehrtruppe der Bauern, die wir vorher besucht haben, rückt sofort aus ihrem Lager. Als sie an den Schauplatz kommen, sind die Elefanten schon weg. Häufig lenkt die Alarmsirene, denn sie wissen längstens, dass es gleich darauf knallt. Aber um den beiden Frauen vom Netznaturteam demonstrieren, was sie können, lassen sie trotzdem noch ein paar Knallpetarden ab, wenn sie schon alle zur Nacht um 2 haben müssen raus. An so etwas denken die Elefanten in Zürich nicht einmal im Traum. Was gibt es für Lösungen im Konflikt zwischen den Elefanten und den Menschen? Sind das die Knallpetarden? Oder sind das gescheit aufgestellte Häge, die beiden trennen, wo das nötig ist, und doch nahe Begegnungen möglich machen, mit viel Respekt auf beiden Seiten? Wir fragen die Expertin Jenny Pastorini nach der Zukunft für die Elefanten. Die Zukunft für den asiatischen Elefanten ist leider nicht sehr rosig. Es gibt nur noch etwa 50'000 asiatische Elefanten. Im Vergleich zu den afrikanischen Elefanten, wo man viel mehr darüber weiss, wo es noch rund 500'000 gibt. Asiatische Elefanten sind bedroht. Es hat in 2 Ländern, Indien und Sri Lanka, haben wir 3/4 von allen asiatischen Elefanten. Die anderen 12 Länder haben nur 1/4. Das Problem ist, asiatische Elefanten brauchen einen grossen Lebensraum. Und nur Nationalpark ist einfach zu wenig. Man muss ihnen auch einen Lebensraum außerhalb der Nationalpark geben. Und das ist halt dort, wo die Leute sind, wo es zu Konflikt kommt. Und Konflikt muss man eben so lösen, dass es ohne Konfrontation ist. Nicht irgendwelche Knallkörper schiessen und Aggression. Weil die Elefanten gewöhnen sich daran und dann nützt das auch nichts mehr. So etwas wie ein elektrischer Hag, wo eine ruhige Methode ist, die einfach eine Grenze setzt. Das ist viel besser, wenn man solche Sachen machen kann. Und solche Sachen muss man fördern. Und das Problem ist halt, der Lebensraum wird immer kleiner für die asiatischen Elefanten. In Sri Lanka hat er rund 10% von seinem Lebensraum verloren in den letzten 40 Jahren. In Malaysia mehr als die Hälfte von seinem Lebensraum, wegen der Ölpalmen. Also Lebensraum ist einfach das, was er braucht. Und das ist das, was in Asien mit der hohen menschlichen Bevölkerungsdichte immer rarer wird. Also ja, er braucht Schutz, der asiatische Elefant, dringend.
Man könnte noch ganz einen Haufen über die vielfältigen Beziehungen von Menschen und Elefanten erzählen. Beziehungen, die leider lange nicht immer positiv sind. Aber am Schluss der heutigen Sendung, was haben uns die Elefanten im Zoo zu sagen? In einer Zeit, wo immer mehr junge Menschen mit virtuellen Welten auf dem Handy, auf dem Tablet oder auf dem PC aufwachsen, werden Begegnungen, direkte Begegnungen mit realen Lebewesen immer seltener. Lebewesen aus Fleisch und Blut und nicht aus digitalen Bits and Bytes. Lebewesen, die man schmecken kann und die nicht einfach auf einen Mausklick oder auf einen Fingertouch auf dem Screen rumgumpen, Action und Unterhaltung zeigen, wie es einem gerade passt, sondern die halt im Augenblick genau so sind, wie sie gerade wollen, mit all diesen Emotionen, die zur Wirklichkeit dazugehören. Und noch ein Tipp: Wenn Sie Elefanten von ganz nah sehen, dann nehmen Sie einen Feldstecher mit auf den nächsten Zollbesuch. Man hat hier Tiere vor sich, wo man weiss, dass sie in ihrem Ursprungsgebiet bedroht sind. Und auch wenn so eine Haltung gewisse Probleme bietet, zum Beispiel soziale Spannungen oder auch das Beherrschen von Krankheitserregern, dann muss man doch gerade bei einer so einer Haltung, wo den Bedürfnissen der Tiere so weitgehend gerecht wird, sagen, dass die Begegnungsmöglichkeit sicher im Interesse der Menschen und der Tiere ist. Nicht nur aus weltanschaulicher, sondern auch aus biologischer Sicht muss man allerdings auch sagen, dass lange nicht alle Anlagen in zoologischen Gärten solchen Standards entsprechen, wie hier der Elefantenpark in Zürich. Und auch wenn es Mode ist, alles mehr oder weniger kompetent zu liken oder nicht, dann muss man doch sagen, dass sachliche Kritik in zoologischen Gärten immer wieder berechtigt und auch wichtig ist. Aber gerade hier die Elefanten in Zürich, die haben, glaube ich, im Hinblick auf ihre wilden Artgenossen in Asien uns Menschen hier in der Schweiz durchaus etwas zu sagen. Das war's für heute. Die nächste Sendung Netznatur, die können Sie am 5. Oktober sehen, wenn Sie wollen. Es geht dann um all die heimlichen Geister, die sich in und an den Flüssen umtreiben. Wenn man unbemannte Kameras heimlich beobachten lässt, was in den Wäldern entlang von unseren Flüssen abgeht, erlebt man unglaubliche Überraschungen. Die wollen wir Ihnen zeigen. Morgen um 5.08 Uhr erklärt SRF bei den Leuten der Malkantone zum Wunderland. Und jetzt dann gerade pendeln im Heimatland nicht mehr die Elefantenrüssel, sondern die Leute. Die heutige Sendung zum Streamen und zum Abladen und weitere Informationen und Videos zu den Elefanten, die finden Sie auf unserer Homepage. Und es würde natürlich unser ganzes Team freuen, wenn Sie nicht nur dort hineinschauen, sondern auch am 5. Oktober bei unserer nächsten Sendung auf SRF 1 wieder dabei sind. Wir wünschen Ihnen jetzt einen ganz erfreulichen Sommer. Das Netznatur-Team nutzt ihn intensiv für die nächsten Sendungen. Ade miteinander.